Als ein Mann nicht mehr in der Lage war, sich um seinen Hund richtig zu kümmern, beschloss er, statt ihn zur Adoption freizugeben oder in ein Tierheim zu bringen, ihn tief in den Wald zu führen und ihn dort zu lassen. Jahre später geschah etwas Unglaubliches. Der einsame und verlassene Hund hatte nie im Leben erwartet, dass er so etwas erleben würde. Dakota war eine wunderschöne und liebevolle Hündin, die von ihrem Besitzer, einem Mann namens Paul, als Welpe adoptiert wurde und zu einem starken Hund heranwuchs. Sie gingen zusammen auf lange Spaziergänge und verbrachten den ganzen Tag an der Seite des anderen. Wo immer Paul war, war auch Dakota. Sie hatten die perfekte Beziehung, die ein Mann und ein Hund haben können, und sie jagten gemeinsam. Paul züchtete auch gerne, um Welpen zu produzieren, die er dann für einen beträchtlichen Preis verkaufte, sobald sie alt genug waren. Dakota war eine fantastische und liebevolle Mutter und kümmerte sich um jeden einzelnen Welpen, nachdem er geboren war, bis zu dem Moment, als er Abschied nehmen musste. Aber es gab eine seltsame Sache mit Dakota. Sie produzierte Nachkommen, die sehr wolfsähnlich aussahen. Einmal war sie entkommen und hatte sich mit einem Wolf gepaart. Und ihre beiden Würfe hatten seither alle eine auffällige Ähnlichkeit mit den wilden Raubtieren, die im Wald lebten. Paul war schockiert, aber es machte ihm nichts aus, da die Welpen alle exotisch aussahen und einen viel höheren Preis erzielten, wenn er sie verkaufte. Aber leider kam der Tag, an dem Dakota nicht mehr in der Lage war, weitere Welpen zu gebären. Sie hatte 4 Würfe mit jeweils 4 oder 5 Welpen geboren. Die Tierärzte rieten Paul dringend davon ab, dass sie noch einmal gebären sollte. Auf einmal begann sich die Beziehung von Paul und Dakota zu ändern. Paul verbrachte viel weniger Zeit mit ihr. Es war, als ob er langsam aber sicher das Interesse an ihr verlor. Eines Tages nahm er Dakota mit auf einen Spaziergang. Sie liefen und liefen tief in den Wald, über Hügel und durch Bäume und weit darüber hinaus. Nach einer langen Weile nahm Paul das Halsband ab und warf ihr einen Stock zu, den sie jagen sollte. Sie schoss hinterher, sobald er die Hand ihres Menschen verlassen hatte. Dakota liebte es und stürzte sich auf den Stock, als es schließlich landete. Sie kaute ihn und rollte sich mit ihm im Maul. Aber als sie aufstand, bemerkte sie, dass sie ganz alleine war. Sie schaute sich um, bevor sie zu bellen begann und nach ihrem Herrchen rief. Aber Paul war nirgends zu sehen. Sie gingen den Weg zurück, den sie gekommen waren, aber es gab kein Zeichen von ihm. Sie war verloren und ganz allein. Langsam dämmerte es Dakota, dass sie verlassen war. Schweren Herzens rollte sie sich zusammen und schlief ein. Als Dakota aufwachte, war es dunkel und kalt, aber ihr Geruchssinn sagte ihr, dass sie nicht alleine war. Sie konnte ein anderes Tier riechen, vielleicht sogar mehr als eines. Sie schaute sich um und strengte ihre Augen in der Dunkelheit an, um zu sehen, was ihre Sinne wahrgenommen hatten, als plötzlich aus der Dunkelheit ein großer grauer Wolf auftauchte. Dakota schien keine Angst zu haben und stand auf. Sie war ein großer Hund, aber der Wolf überragte sie trotzdem. Sie beschnupperten sich eine lange Zeit, bevor der Wolf beschloss, sich neben sie zu legen. Es war klar, dass die beiden Tiere miteinander vertraut waren. Die Wahrheit war, dass dies der Wolf war, mit dem sich der Hund vor einigen Jahren gepaart hatte. Sie erinnerten sich einander und führten eine seltsame und tiefe Bindung. Der Wolf schien zu verstehen, dass Dakota in einer Art trauriger Notlage war, und er versprach ihr, sie zu beschützen. Der Wolf war eindeutig der Anführer eines Rudels. Andere Wölfe näherten sich und schnupperten an Dakota, fletschten die Zähne und knurrten, aber der Anführer schnauzte sie an. Sein Rudel würde bald verstehen, dass Dakota zwar nur ein Hund war, aber sie nun ein Teil des Rudels war und dass sie im Laufe der nächsten Monate ins Rudel aufgenommen wurde. Sie vermisste Paul, aber als die Tage vergingen und er nicht nach ihr suchte, wurde es immer klarer, dass er sich nicht mehr für sie interessierte. Sie freundete sich mit allen Wölfen an und verbrachte sogar Zeit damit, mit ihnen zu spielen und sie zu pflegen. Aber ihre wahren Talente lagen in der Mutterrolle. Dakota war immer eine fantastische Mutter gewesen. Bei der Geburt hatte sie eines Tages die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten einzusetzen. Eine Wölfin hatte vor kurzem 3 Jungtiere zur Welt gebracht, war aber an der Schöpfung gestorben. Glücklicherweise sprang Dakota ein und half, die Welpen aufzuziehen. Sie behandelte sie genauso wie ihre eigenen Welpen, indem sie pflegte und lehrte ihnen lebenswichtige Fähigkeiten, während die Neugeborenen zu kleinen und liebenswerten Wölfen heranwuchsen. Dakota wachte über sie und beschützte sie so, wie ihre eigene Mutter es getan hätte. Sie empfand es als ihre Pflicht und erfüllte sie mit Stolz. Als die Zeit für sie kam, zu gehen und ein eigenes Rudel zu gründen, fühlte sie den gleichen Schmerz, den sie jedes Mal empfunden hatte, wenn Paul ihre eigenen Welpen weggegeben hatte. Die Tage vergingen und eines Tages ging Dakota, um sich im Wald die Beine zu vertreten. Sie ging immer noch gerne spazieren und rannte sogar so schnell wie sie konnte und spielte Spiele, als sie noch zu Paul gehörte. Aber was sie nicht wusste war, dass sie sich ein wenig zu weit von ihrem Rudel entfernt hatte und in das Gebiet eines anderen Rudels geraten war.
Das war eine schlechte Nachricht, besonders für einen Hund. Dakota ging fröhlich weiter, bis sie die Augen bemerkte, die sie von den Bäumen aus beobachteten. Langsam tauchten viele Wölfe auf und das fremde Wolfsrudel näherte sich Dakota. Sie waren nicht gewohnt, dass ein Hund im Wald herumhängt und sahen sie als leichte Beute, die sie töten und fressen könnten. Dakota weinte feige, als das bösartig und wütend aussehende Rudel Wölfe sie umzingelte. Es gab für sie keinen Ausweg. Der arme Hund würde getötet werden und es gab nichts, was sie dagegen tun konnte. Man sagte, dass bevor man stirbt, dein Leben vor deinen Augen vorbeizieht. Nun sagt man auch, dass das Gleiche mit Hunden passiert. Dakota erinnerte sich an ihre erste Adoption durch Paul und wie sehr sie es liebte, Zeit mit ihm zu verbringen, wie sie so viele Welpen gezeugt hatte und wie er sie schließlich verraten und im Wald zurückgelassen hatte. Dakota schloss ihre Augen und wartete darauf, dass die Wölfe zurückschlagen würden, als sie aus dem Wald ein weiteres Geräusch hörte. 3 Wölfe aus der Dunkelheit des Waldes stürzten sich auf die großen Wölfe, die Dakota umzingelt hatten. Das Wolfsrudel konzentrierte sich auf die 3 neuen Angreifer und begann sich zu verteidigen. Sie knurrten, bissen, kratzten und versuchten, den neuen Feind gewaltsam zur Strecke zu bringen. Aber nach einem Kampf zog sich das fremde Rudel zurück, besiegt von den 3 starken und stolzen Wölfen. Während Dakota sich flach auf den Boden legte und so still wie ein Stein war und hoffte, nicht in den Kampf verwickelt zu werden, blickte sie auf und sah, wie ihr Schwanz mit den Wölfen wedelte, die sie gerade gerettet hatten. Es waren die 3 Jungtiere, die sie vor einigen Jahren aufgezogen hatte. Sie waren sogar größer geworden als sie, aber sie waren immer noch sofort wiedererkennbar. Sie würde ihr Aussehen und ihren Geruch immer wieder erkennen. Dakota sprang auf und rannte zu ihnen und streichelte sie der Reihe nach. Was hältst du von dieser unglaublichen Geschichte? Schau dir jetzt noch diese traurige Geschichte an von einem Wolf, der ein Baby nach einem Autounfall findet und es dann mit in den Wald nimmt.